Hallo liebe Freunde des einfach guten, günstig Kochen und Backens. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich für euch original bayerische Kasspatzen, auf Hochdeutsch Käsespätzle. Die gezeigte Menge reicht für 2 Personen. Zuerst reibe ich den Käse. Es sollte sehr herzhafter Käse sein. Wir haben hier ca. 250 Gramm 2 Jahre gereiften Bergkäse aus Vorarlberg und Gruyère. Dann schneide ich ca. 300 Gramm helle Zwiebeln in kleine Würfel. Im Anschluss schneide ich noch eine Gemüsezwiebel in nicht zu dünne Viertelringe. ...250 Gramm schwäbische Knöpfle werden ins kochende Salzwasser gegeben. Sie haben eine Garzeit von 15 Minuten. Dann bereite ich die Soße vor. Hier werden 200 ml Sahne zu 100 ml Gemüsebrühe gegeben. Dann erhitze ich in einer Pfanne 2 bis 3 Esslöffel Butterschmalz. Die Zwiebelwürfel werden darin 12 bis 15 Minuten vorsichtig goldbraun gebraten. Dann werden die abgetropften Knöpfle hineingegeben. Gewürzt wird das Ganze mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz. Nachdem alles gut vermengt ist, wird damit der Boden einer Auflaufform bedeckt. Dann wird eine Schicht geriebener Käse darüber verteilt. Das wird so weit wiederholt, bis alle Knöpfle aufgebraucht sind und die geschichtete Masse mit Käse abgeschlossen wird. Dann wird die Soße gleichmäßig darüber verteilt. Die Auflaufform wird mit Alufolie abgedeckt und kommt für 20 Minuten bei 150 Grad Umluft auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Backofen. Nach den 20 Minuten wird die Alufolie von der Auflaufform entfernt und die Temperatur für 12 bis 15 Minuten zum Gratinieren auf 200 Grad erhöht.
Inzwischen werden die Röstzwiebeln aus den Gemüsezwiebelvierteln vorbereitet. In der Pfanne werden 2 Esslöffel Butterschmalz dafür erhitzt und die Zwiebeln hineingegeben. Die Zwiebeln werden mit Mehl bestäubt und mit mildem Paprika gewürzt. Nachdem sie goldbraun gebacken sind, werden sie herausgenommen und auf einem Küchenkrepp vom Fett befreit. Nachdem die Spatzen aus dem Ofen genommen wurden, werden sie mit dem gerösteten Zwiebeln und frischem Schnittlauch garniert. Guten Appetit wünsche ich euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Im Abspann habe ich noch weitere interessante Links für euch. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.